Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir vorbereitet haben, und das ist für einige natürlich wieder ein Moment, wo wir durchatmen können. Hilton hat eine Promotion, aber es gibt eine Pause von einem Monat bei Hilton Promotions. Wir gehen dann weiter zu Qatar Airways. Da gibt es Wege, die Punkte umzuwandeln von Banken zu Qatar Airways, aber vielleicht nicht direkt zu Qatar Airways, sondern nimmt Umwege in Kauf. Ich erzähle es immer wieder, damit ihr nicht bei den Punkten verarscht werdet. Ja, so ist es. Dann haben wir noch ein Thema Global Airlines. Die wollen nach Deutschland, die wollen nach Berlin kommen. Die Lufthansa hat den pakistanischen Luftraum, den sie jetzt vermeidet. Da gibt es dann auch anscheinend interessante Begegnungen. Und wir haben Neuigkeiten zu dem Airbus A340-600 Lufthansa, denn da gibt es einen letzten C-Check, heißt also eigentlich keine Neuigkeiten, sondern einfach nur eine Bestätigung der Situation. Und so viele Themen. Lufthansa Frachtgeschäft nochmal angeschaut, weil die doch mehr Geld gebracht haben, als wir gedacht haben. Und ich da eine interessante Diskussion hatte, wo ich gefragt wurde, ja, warum haben die denn so viel Geld gemacht bei der Fracht, bei der Cargo? Gucken wir uns genau an. Nachdem ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und natürlich auch auf School kommt und die Diskussionen dort joint. Ja, lasst uns mit dem ersten Thema anfangen. Ach ja, Like und so weiter, ne? Kommentieren könnt ihr ja auch. So. Ja, also das erste Thema, was wir hier haben, ist der Luftraum in Pakistan. Da ist es durchaus so, dass die Lufthansa Group den Luftraum meidet. Denn anscheinend in der Region Kaschmir ist der Konflikt am Eskalieren. Und die Spannungen sind dort fühlbar quasi. Und es ist ein klarer Hinweis, dass natürlich diese Situation damit dann auch wirklich kurz vor einer Eskalationsspirale stehen kann. Die konkreten Auswirkungen sind natürlich, wenn die Lufthansa nicht mehr drüber fliegt, nicht nur, dass die Air India zum Beispiel in München oder woanders oder Wien war es, glaube ich, tankt, sondern natürlich die Lufthansa auch längere Flugzeiten auf den Strecken nach Indien und Südostasien haben. Heißt also auch mehr Verbrauch, mehr Kerosin, zusätzliche Crewkosten, Slot-Anpassung, aber natürlich auch, dass man dort mit mehr Kosten rechnen muss, weil das Kalkulationsrisiko da ist. Und zwar Air India sagt alleine, dass sie mit mehr als $900 Millionen mehr Kosten rechnen wegen dieser Umfliegung. Lufthansa dürfte es natürlich auch als Group signifikant dort in finanzielle Lagen bringen, dass sie zahlen müssen. Natürlich etwas weniger stark, da man natürlich auch weniger Frequenzen nach Indien hat als Air India selber. Aber es ist halt wirklich so, dass die Situation in beiden Ländern eskaliert. Man hat sich gegenseitig den Luftraum gesperrt, was natürlich ein Warnzeichen ist aus der Historie heraus, weil das passierte regelmäßig, bevor man dann kriegerisch sich auseinandergesetzt hat. Die Inder rechnen mit einem bevorstehenden pakistanischen Militärschlag. Und es ist natürlich so, dass die Fluggesellschaften über solche Gebiete nicht nur nicht fliegen, weil sie sagen, das ist gefährlich, sondern auch, weil die Versicherungen so etwas nicht bezahlen. Damit wollen wir das Ganze kurz nochmal einordnen, politisch, weltpolitisch, aber auch irgendwie anschauen. Die Luftraumsperrung erinnert an frühe Phasen im Kaschmir-Konflikt, so wie es zum Beispiel auch in 2019 war. Und da ist es auch zu großflächigen Umleitungen gekommen, aber es dauerte Monate, bis sich das alles wieder stabilisierte. Also das heißt, dass dieser Schritt natürlich für die Lufthansa Group, im Besonderen für die Lufthansa und für die Swiss, strategisch wichtig ist aus Sicherheitsgründen. Betriebswirtschaftlich ist es eine Herausforderung, gerade in dem Jahr, wobei man natürlich auch sagen muss, die Kerosinkosten sind am Sinken, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass das kostenfrei wäre. Dann das Zollrisiko ist natürlich ohnehin schon, was die Margen kaputt macht. Heißt also Zollrisiko mit den USA. Und damit ist das natürlich ein Riesenthema. Also schauen wir uns an die Lage, wenn ihr nach Osten fliegt, denkt dran, warum dann Pakistan umflogen wird. A340-600. Ein Flugzeug, was ich persönlich sehr in mein Herz geschlossen habe, weil es halt wirklich ein Flugzeug ist, was Standards gesetzt hat, als es kam, mit der First Class, auch mit der
Toilette unten und mit all vielen Dingen, die sie mitgebracht hat. Und ich auch viele, viele Flüge damit in die USA oder auch irgendwo in die Welt hingemacht habe mit der 340-600. Und jetzt ist es so, dass der letzte C-Check an einer 340-600 gemacht worden ist. Das ist eine Ära, die zu Ende geht, denn das längste vierstrahlige Flugzeug in der Lufthansa-Flotte, also ist also, geht zu Ende, aber wirklich endgültig wohl diesmal. Und das Flugzeug selber ist 75,3 Meter lang, damit länger als eine Boeing 747-400, hat 4 Triebwerke, hat dadurch aber auch natürlich hohe Betriebskosten. Die Effizienz ist nicht mehr ganz so zeitgemäß, ist aus der Zeit gefallen. Und auch die lange Reichweite, die große Reichweite, war natürlich so, dass die Lufthansa da jetzt nicht Effizienzsteigerung bringen konnte. Und man hatte ihn auch 2022 reaktiviert, weil es ja bei Boeing die Lieferverzögerungen bezüglich der 777X gibt und ja 787. Und Malta war halt viele, viele Jahre, ich glaube über ein Jahrzehnt, die zentrale Wartungsbasis. Und mit jetzt mehr als 300 Checks insgesamt von 340-600 endet diese Ära da. Jetzt sagt ihr, was kommt denn nach der 340-600? Ja, wir wissen es ja alle. Wird hauptsächlich natürlich ersetzt durch die 350-900-1000. Dann soll noch die 777X kommen. Ich will jetzt nicht sagen, welches Jahr, doch 27, wenn man so den Leuten glaubt. Und die 787-9er natürlich auch. Und dieser Abschied ist halt wirklich geplant, weil natürlich auch die anderen vierstrahligen 747-400er sollen weg. Die einzigen Vierstrahler, die bleiben, sind die 747-8er und die A380er noch, haben so ein bisschen Gnadenbrot und dann geht das weiter. Also ihr seht, das alles nimmt seinen Lauf und es passiert natürlich, wie die Geschichte immer ist, wenn es etwas gibt, wo man mehr Geld mit verdienen kann oder wenn es halt wirklich nicht mehr damit wirtschaftlich zu betreiben ist, dann ist es Zeit zu gehen. Die Lufthansa Cargo und die Swiss haben sich ja in dem ersten Quartal 2025 wirklich, wirklich anders entwickelt, als dass der Lufthansa-Konzern selber im Großen und Ganzen gemacht hat, oder die Lufthansa Classic sogar. Und deshalb haben die beiden wirklich auch profitiert und deshalb haben sie halt da auch die starken Zahlen. Jetzt gucken wir uns nochmal an. Lufthansa Cargo, aber auch die Lufthansa Swiss Cargo haben ein operatives Ergebnis von 62 Millionen Euro plus. Im Vorjahr waren es ein Minus von 22 Millionen. Umsatzerlöse plus 21, also 834 Millionen. Verkehrserlöse plus 22 auf 782 Millionen. Bei der Swiss ist Nachfrage plus 30% gegenüber Q1. Und die Gründe sind wirklich die USA-Lager, die vor der Zollerhöhung massiv aufgefüllt worden sind mit Pharmaprodukten, Zuliefer- und Ersatzteilen für die Autoindustrie. Das vergisst man ja immer wieder. Dann gab es natürlich auch E-Commerce-Wachstum aus Asien, heißt also die ganze Temu-Geschichte und so weiter, ja. Und dann hat man die zusätzlichen Kapazitäten durch mehr 777F-Frachter und Belly Freight bei den Passagierflügen. Was viele vergessen ist halt, dass wenn wir als Passagiere oben fliegen, unsere Koffer unten drin sind, ist immer noch Platz und da geht Cargo mit. Und bei der Swiss ist natürlich auch immer ein Thema, weil die Schweiz natürlich ein Bankenland ist. Anstieg auch bei Edelmetallen und Banknoten. Und Frachtströme sind natürlich dann in beide Richtungen gegangen, also nicht nur in die USA. Als Fazit ist zu sagen, das erste Quartal zeigt halt, wie geopolitische Spannungen klare Gewinner schaffen können. Lufthansa Cargo hat sich mit dieser klugen Kapazitätsplanung und starken Preisen ideal positioniert. Das wird natürlich nicht so nachhaltig sein, wie man das sich wünscht, hängt aber trotzdem vom weiteren Verlauf des Handelskonflikts und der globalen Konjunktur ab. Bei dem ganzen Thema muss man natürlich auch sagen, das kann morgen auch wieder einfach so verpuffen. Was nicht verpufft ist, ist anscheinend der 380er, weil Highfly Malta hatte ja versucht, mit dem 380er was zu werden, hat es aber nicht gemacht, betreibt aber trotzdem weiter 380er als 9 Hasens registriert. Damit sieht man, dass sie bei den Freunden von Highfly sind, aber sie mit einer Global Airlines Lackierung. Und die sollen am Freitagabend, dem 2. Mai, das ist ja heute, auf dem Flughafen Berlin landen. Der Flug HFM 801 kommt aus Barcelona
und der Rückflug 8:02 ist für Samstag, den 3. Mai um 11 Uhr nach London Gatwick angesetzt. Warum passiert das Ganze? Einmal natürlich erstmal, wer ist der Betreiber? Das ist die Highfly Malta, Kennzeichen ist 9H Global und das ist das Startup Global Airlines. Es ist ein Präsentations- und Testflug, ist also keine kommerzielle Route. Die erste kommerzielle Route wird halt sein von Glasgow nach New York am 15. Mai. Damit ist es halt wirklich nicht nur ein PR-Gag, muss man sagen, sondern auch ein Technik-Testlauf wahrscheinlich, damit man mal guckt, wie das ist mit den Launch-Aktivitäten, die sich mit dem A380 ja auch ein Profil geben wollen, dass man eine Global Airline ist mit einem Global Flugzeug. Und der Besuch in Berlin ist ungewöhnlich, da es in Berlin ja den 380er sehr, sehr selten, um nicht zu sagen gar nicht gibt. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht, was ihr dazu denkt. Ich bin mal gespannt. Ein Thema, was auch immer wieder kommt, ist, wenn wir mit Punkten, Meilen und Status reden, dass man Punkte umwandelt von einem Programm in ein anderes Programm. Und es gibt zum Beispiel Promotion, dass es bei der Qatar Airways 30% Bonus auf Punktetransfers gibt von ausgewählten Kreditkartenanbietern oder Hotelprogrammen, gültig bis zum 31. Mai. Und der Bonus wird dann bis spätestens 30. Juni gutgeschrieben. Wichtige Punkte sind, dass man die Punkte Avios bei Punkteübertragungsprogrammen wie Citi Thank You, also wenn man eine US-Kreditkarte hat, oder aber auch von All Life Limitless bringt. Aber das Verhältnis trotz Bonus ist schlechter als bei Alternativen, muss man sich angucken. Weil der Bonus wird nicht sofort, sondern erst bis Ende Juni gut geschrieben. Heißt also, ihr solltet es erst übertragen, wenn ihr einen konkreten Einsatzplan habt für das Ökosystem. Ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. Avios ist ein Ökosystem. Das heißt also, das ist nicht nur die British Airways, das ist nicht nur die BA, die Iberia, die Finnair und die Qatar, sondern es ist halt wirklich so, dass je nachdem, zu welchen dieser Partner man transferiert, man mehr Punkte bekommt. Es macht also zum Beispiel mehr Sinn, von Accor mit dem Bonus und mit allem zur Zeit, die zu Iberia zu schicken. Jetzt sagt ihr, ja, ich habe ja Iberia und dann, wie soll ich die denn bis zur Qatar bekommen? Ich mache das zum Beispiel so, dass wenn ich etwas zur British Airways schicke oder zu Iberia schicke, dass ich das dann wieder über BA zu Finnair schicke, ja, oder zu Qatar schicke über BA. Heißt also, man nimmt da, wo man die meisten Punkte kriegt und bringt sie dann zu der Fluggesellschaft, wo man die besten Ratios bekommt, um die Meilen zurückzukommen. Das sollte man halt immer wieder im Kopf haben, dass zum Beispiel Flüge mit British Airways andere Preise haben als Finnair, als Qatar Airways und. Also da sollte man immer darauf achten und gucken, dass man dort das macht. Aber ganz wichtig ist hier immer, transferiert die Punkte erst, wenn ihr einen Use Case habt. Nicht, weil ihr das machen wollt, sondern weil ihr wirklich die nutzen wollt. Lasst sie doch so lange lieber in einem flexiblen System, anstatt dann dort bei den BA-Jungs eingeknastet zu sein, also bei den Avios. Ein Thema, wo ich wieder durchatmen kann, ist Hilton. Und zwar Hilton hat doch eine Promotion, Points Plus, angekündigt. Gültig für Aufenthalte vom 1. Juni bis zum 15. August. Und jetzt sagt ihr, what? Ja, wir haben im Moment keine Promotion im Mai von Hilton. So ist das. Und der Aufenthalt bringt 1000 Punkte, egal ob es bezahlt ist oder auf Punkte. Und damit ist es so, dass man sagen kann, 1000 Punkte pro Aufenthalt, nicht pro Nacht. Ja, ist scheiße. Ja, und das ist auch so. Der Zeitraum 1.6. bis zum 15.8. Ihr müsst euch registrieren. Gültig bei allen Hilton-Marken. Keine Punkte für Aufenthalte, die vor der Registrierung beendet wurden. Und auch bei Prämiennächten natürlich gültig. Und die Bonuspunkte zählen nicht für den Leitstatus, sondern man kann ja über den Leitstatus dort den Status bekommen, also über die Punkte. Ja, was soll ich hier euch an dieser Stelle sagen? Diese Promo ist natürlich nicht lukrativ. Es sei denn, man hat wirklich ein billiges Hotel, man hat einen kurzen Aufenthalt, dann macht es Sinn. Wenn man irgendwo so bummelig bei $50 liegt bei einer Nacht, dann ist es okay. Aber ansonsten ist es halt doof, wenn man überlegt, dass es vorher die doppelte Punkte-Promotion gab und auch vorher Punkte-Promotion gab, wo man zumindest 2000 Punkte bekommen hat. Und daher ist es halt ein Mitnahmeeffekt, aber kein Mattress Run oder sonst was zum Skalieren. Heißt also an dieser Stelle für euch locker durchatmen, ignorieren und auf andere Programme konzentrieren. Und ja, es ist ein Downside bei Hilton. Das Programm ist bei der Promotion jetzt leider nicht attraktiv. Und was gibt es noch zu sagen dazu? Ja, what to do? It is what it is. Ne? Also seid glücklich, dass zumindest was gekommen ist.
Ich bin mal gespannt, was da noch kommt, aber viel wird es nicht sein. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Und ich sehe euch wieder bei der nächsten Sendung. Also bis dann. Ciao, ciao.